Wir sind ins Gebäude eingebrochen, wollten an GTA 6 Leaks kommen und wollten an GTA-Daten kommen. Das wurde daraus, dass wir hingereist sind, um einfach komplett zu eskalieren. Dieser Vlog geht um 3 Freunde, die einfach die Geschichte von Rockstar Games genossen haben. 3 Fanboys sind da und haben geile Charaktere kennengelernt. Dieser Vlog wird kommen und der wird euch auseinandernehmen, ich sag euch ehrlich. Und wenn es das ist, dann ist die Geschichte perfekt geschrieben. Wollen wir mal die Wahrheit auf den Tisch klatschen? Hör mal zu. Kotaku hat vor ein paar Monaten darüber berichtet, dass sie mit einem Rockstar Games Mitarbeiter gesprochen haben, der an GTA 6 arbeitet. Der sagt, das Spiel kommt da und da und da und hat es veröffentlicht. Und diese Zeitschrift sagt zu mir, wir schaden Rockstar Games, dass wir im Gebäude drin waren. Versteht ihr, was ich meine, wie die Medien ticken? Heute wird es ein bisschen ernster Call werden. Ein bisschen auch emotional, bin ich euch ehrlich, ne? Weil das lag mir jetzt seit längerem auf der Seele. Ich habe überlegt, ob ich überhaupt darüber reden soll on Stream, weil das könnte wirklich die komplette Zukunft sein auf dem YouTube-Kanal. Mir ist Ehrlichkeit ganz wichtig, transparent, vor allem euch gegenüber. Es ist kein Entschuldigungsvideo, versteht es nicht falsch. Es ist eher, ich vermisse euch und mir sind die Hände gebunden. Video, versteht ihr? Weil ich werde euch heute komplett alles aufklären, weil das waren sehr viele Missverständnisse. Was ist passiert? Ich, Adi und Johannes, also Johannes, Spitzname Johannes oder The Real Trevor, haben on Stream mit euch beschlossen als Community so, es waren Träume damals. Erinnert ihr euch noch das erste Mal, wo ich in Edinburgh war? Oh mein Gott. Wo es quasi unmöglich war, dass man irgendwann das Hauptgebäude überhaupt zu Gesicht bekommt. Dieser Traum wurde dann irgendwann wahr. Aus einer Schnapsidee wurde Realität. Wir haben das quasi, das, was wir uns vorgestellt haben, verwirklicht. Ihr habt gesagt, Herr Oleg, wir würden es voll feiern, wenn du eines Tages vor dem Gebäude stehst. Es ist dann tatsächlich passiert, ne? Ich war dort mit meiner Frau beim ersten Mal, haben wir quasi einen Vlog gedreht. Ich habe euch das Gebäude gezeigt und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir angefangen zu träumen davon, wie geil es wäre, in einem Luxushotel gegenüber ein Zimmer zu haben, um diese Aussicht zu genießen. Alles aus der Fanperspektive, nicht irgendwie aus der Stalker-Perspektive oder was auch immer. Oder als eine Person, die einer Firma schaden will. Ja, es ist dann auch passiert. Als so i-Tüpfelchen noch drauf oder die Kirsche auf der Sahnetorte haben wir noch gesagt, wie geil wäre das, wenn ich den Trip leisten könnte und auch einen sehr guten Mod und mittlerweile einen sehr guten Freund von mir mitnehme. Und das ist Adi, ja. Also die komplette Reise habe ich für ihn übernommen, versteht ihr? Nicht nur als Spendenziel, sondern auch als guter Freund, weil ich wollte diese Liebe mit ihm teilen. Der Junge hatte eine schwere Vergangenheit, ich will jetzt nicht ins Detail reden. Er ist noch nie in seinem Leben geflogen. Es war wirklich was Besonderes, ihn mitzunehmen. Das war mir fast schon wichtiger, als mich selber mitzunehmen, versteht ihr? Ich muss mich so ein bisschen immer wieder zusammenreißen, weil, Digga, das ist schon ein bisschen emotional, muss ich ehrlich sagen, ja. Und es fällt mir ein bisschen schwer, auch so über Gefühle zu reden jetzt. Vor allem so on Stream, versteht ihr, was ich meine? Wir haben uns tatsächlich die Reise vorgenommen, nur mit guten Absichten, versteht ihr? Nur gute Absichten waren das Ziel. Und wir hatten richtig, richtig geile Reise. Ihr habt zwar den Vlog noch nicht gesehen, aber wir sind mit so einem geilen Gefühl gekommen und dachten uns, Alter, wenn das Rockstar Game sehen würde, die wären stolz auf uns. Dieses Gefühl ist und bleibt bei uns, weil wir wissen, was passiert ist. So, ne? Stattdessen wurden ein paar Worte verdreht und aus dem Polizeieinsatz, was immer wieder erwähnt wurde, und wir waren im Gebäude drin, wir sind ins Gebäude eingebrochen, wollten an GTA 6 Leaks kommen und wollten an GTA-Daten kommen. Das wurde daraus, dass wir hingereist sind, um einfach komplett zu eskalieren. Polizeieinsatz, Bro. Die haben einfach Bilder von uns gezeigt mit KI oder teilweise aus dem Internet, aus dem Kontext gezogen, wie wir Handschellen anhaben. Das war nie passiert so. Nie passiert. Da sind Schlagzeilen weltweit gegangen. Nur, ich muss es euch erklären, ich geil mich nicht darauf auf. Also ich fand es lustig, es gibt auch offizielle Beweise, dass es nicht so war. Aber ich möchte komplett transparent zu euch sein, damit wir zu dem kommen und ihr versteht meine Entscheidungen, warum es keine Videos gibt auf YouTube. Weil ich möchte zu euch ehrlich sein, der Rest ist mir scheißegal. Auch von den Kollegen, die Steine in den Weg gelegt haben, die sind mir auch scheißegal. Und sobald ich ein bisschen fitter bin und meine Fesseln gelockert sind, da werde ich auch den ein oder anderen Zirkus mitmachen, also
Wir wollen ja alle Entertainment haben, dann werdet ihr Entertainment vom Feinsten bekommen. Aber wie gesagt, momentan, auf Ernst, sind die Hände gebunden. Zeitschriften wie Kotaku, ihr müsst euch vorstellen, Kotaku haben über mich gesprochen. Also es ging so weit, dass Zeitschriften, die mit Rockstar Games connected sind, sogar über mich berichtet haben. Natürlich muss ich an der Stelle sagen, ich finde es auch gut, dass am Ende hieß, ey, das waren Trottel, die ins Gebäude gingen, sowas darf man nicht machen. Das stimmt. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Man muss unterscheiden von dem, was wir gemacht haben und was manche tun. Man darf nicht jemanden gleichstellen mit, ey, er war kurz im Gebäude und hat was nachgefragt, mit, ey, der ist ins Gebäude reingegangen für Klicks und an die Daten zu kommen. Das sind zwei verschiedene Welten. Das eine ist Abschaum, das andere, beim anderen kann man noch irgendwo verstehen, versteht ihr? IGN, eine der größten, wenn sogar nicht die größte Plattform, hat auch darüber berichtet. Und ich habe bestimmt über 100 Beiträge bekommen. Weltweit wurde darüber berichtet. Am Anfang fand ich das Ganze witzig, weil wie gesagt, ich weiß, was passiert ist, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich da hingereist bin, um einfach nur Scheiße zu stiften. Ich sag ehrlich, 98% der Leute haben das auch lustig gefunden. Die haben auch gecheckt, ey, it's not so deep. Ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Aber ihr müsst es so von außen sehen, wie es für den ein oder anderen Dude rüberkam, der einfach nur die Schlagzeile sieht, gestörte Stimmen Rockstar Games und an Leaks zu kommen. Checkt ihr, was ich meine? Und jetzt pass auf, ja, da hat ein Dude geschrieben dann, ich berichte für der Gamer über den Besuch bei Rockstar North Hauptquartier und habe einen Bericht der Polizei von Edinburgh erhalten. Sie haben vor Ort mit ihnen gesprochen zu haben, jedoch nicht in ihrem Hotelzimmer und erwähnten nichts davon, dass sie wegen GTA-Leaks in den Akten geführt werden. Können Sie die Situation bitte etwas genauer erläutern? Also auf ihn bin ich nicht drauf eingegangen, weil ich vertraue einfach gar keinen Medien. Ich habe Medien noch nie so richtig getrustet, weil ich weiß, die biegen sich das so zurecht, wie gefühlt auf YouTube, ja, damit es klickbar ist. Checkt ihr, was ich meine? Deswegen hätte ich mich geäußert, würden die das irgendwie trotzdem drehen, dass ich am Ende dumm bin. Und dann hätte ich, ja, dann würden die es irgendwie drehen. Aber Tatsache ist, er fragt mich, dass es nicht stimmt, dass sie im Hotelzimmer waren, was ich nie behauptet habe, dass sie bei uns im Hotelzimmer waren. Und er sagt auch, dass dass er irgendwo her hat, dass wir in den Akten stehen würden wegen GTA 6 Leaks oder wegen GTA Leaks. Auch totaler Schwachsinn, der niemals angesprochen wurde, ja. Und das Traurige ist, dass nicht nur Rockstar Games deswegen jetzt immer wieder kontaktiert wurde, ja, aus nichts eigentlich, sondern vor allem auch die Polizei, die sicherlich auch Besseres zu tun hat, als sich mit uns zu befassen. Versteht ihr, was ich meine? Und die Polizei hat sogar ein Statement abgegeben, öffentlich ein Statement, weil da so viele öffentliche Fragen gestellt wurden, haben die angegeben, ein Sprecher der schottischen Polizei, die mussten ein Statement abgeben. Am Dienstag, den 26. Mai 26, gegen 16:40 Uhr erhielten wir eine Meldung über zwei Männer, die vor einem Gebäude in Holyrood in Edinburgh filmten. Wir haben gefilmt davor, ne? Das war die Meldung, egal ob es Einwohner waren, egal ob es Hotelbesucher waren, egal ob es Security war. Jemand hat gesagt, da filmen zwei Leute vom Gebäude, was soll denn das mäßig? Checkt es mal aus, was haben die da vor? Die Beamten waren vor Ort, es konnte keine Straftat festgestellt werden und es wurde Hinweise geben, ja? Also es würde Hinweise geben mäßig. Die Männer haben zu keinem Zeitpunkt versucht, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Das ist das offizielle Statement. Checkt ihr? Und jetzt fragt ihr euch, aber ihr wart doch im Gebäude. Ich könnte jetzt denen sagen und sagen, nee, wir waren nie. Aber ich bin ehrlich zu euch. Wir waren im Gebäude, aber es geht hier bei diesem Statement darum, ob illegale Aktivitäten stattgefunden haben. Versteht ihr? Es ist aber nichts Illegales passiert. Das heißt, wir wollten nicht durch irgendein Fenster klettern oder irgendwelche Türen besuchen, wo man nicht darf, wo man nur mit der ID kommt. Und ich erzähle euch jetzt die komplette Wahrheit, wie es war. Wir sind über die Straße gelaufen, haben uns dabei gefilmt, wie wir zur Rezeption, zum Empfang reingegangen sind. Zwei Security saßen da. Haben gesagt, hey all, also so, grüßt euch, was los so mäßig? Und dann war meine Frage, darf ich an dieser Wand ein Foto machen? Die Security hat gesagt, nein, hier ist keine Public Area. Daraufhin haben wir gesagt, okay, ciao mäßig. Sind wir rausgegangen. Er hat nicht mal gesagt, verpisst euch jetzt, ey, was macht ihr hier raus sofort?
Das war nicht. Das ist nie passiert. Ich würde mich so schämen, ich wurde nicht so erzogen. Bro, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin doch kein TikTok-Spasti, der da hingeht, eine Flasche in Mitte der Flur stellt und sich draufsetzt, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin doch nicht so ein Spasti, Alter, der seine Freunde mitnimmt, die auch erwachsene Männer sind, um dahin zu reisen, um einfach nur Scheiße zu bauen, Bro. Checkt ihr, was ich meine? Bro, stell dir vor, meine Kinder sehen das dann und denken sich, Alter, was habe ich für einen Spasti-Vater? Wir sind reingegangen, haben gefragt, ist die Stein fertig? Deswegen wurde die Aufnahme nie veröffentlicht, wo wir drin waren. Es war nie in YouTube verpackt, dass wir drin waren, weil ab da darf man nicht filmen. Er hat gesagt, keine Public Area. Fertig. Auf korrekt haben wir es doch nie veröffentlicht. Im Nachhinein kann man das ja schlecht so machen, dass es nicht passiert ist. Wir waren drin, ja. Aber es war zu keinem Zeitpunkt irgendeine unangenehme Situation, vor allem kein Einbruch, vor allem kein Reinstürmen oder auch eine Verhaftung. Das ist totaler Bullshit, das ist nie passiert. Genau wie ich versuche, immer ehrlich zu sein, erwarte ich auch, dass Ehrlichkeit zurückkommt. Aber in unserer Welt gibt es keine Ehrlichkeit. Vor allem nicht in den Medien. Und das war eine Lektion, wo ich jetzt ganz andere Sichtweise habe, ja. Ich habe mit AD gesprochen, Wochen davor, und habe gesagt, ey Bro, ich fühle mich mit dem Content scheiße. Ich habe gesagt, wir haben Videos, wo teilweise vor 3 Jahren über Spekulation von GTA 6 gehen. Ich fühle mich nicht wohl. Soll ich auf privat stellen? Er hat gesagt, haben wir darüber uns unterhalten und dann hieß es so, ja, Algorithmus würde es nicht gut tun, wenn ich alle auf privat stelle. Die Gedanken waren schon dahinter da. Weil ihr müsst euch vorstellen, stellen vor, GTA 6 kommt raus. Ja? Ihr klickt auf das aktuellste Video, Jiggly-Wiggly-Effekt von Lucia. Und dann nächstes Video wird euch empfohlen über eine Spekulation vor 5 Jahren. Checkt ihr, was ich meine? Irgendwann ist es scheiße so. Deswegen musste irgendwas her. Jetzt kommt das, was mir wirklich das Herz gebrochen hat, ja. Ich war ein paar Tage wirklich down. Ich muss ehrlich sagen, ich war so traurig über die ganze Situation, weil ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe, dass auch das ein oder andere Tränchen mal in einem stillen, nächtlichen Räumchen verdrückt wurde, versteht ihr? Und dann habe ich den Gnadenstoß bekommen. Und zwar auf YouTube direkt. Ihr könnt ja mal hier gucken. Kanal hat 2 von 3 Strikes bekommen. Direkt auf den Skandal durch die Medien. Das heißt, noch ein Strike und ich darf nie wieder YouTube machen. Und die laufen echt erst in 84 Tagen ab. Da versteht ihr mich jetzt, Chat? Durch diesen Skandal und diese Scheiße, die über mich geredet wurde, hat Take-Two gesagt, ey, es könnte wirklich ein Leaker sein und haben das bei ihrer Anwaltsfirma gemeldet und haben quasi gesagt, ey, sperr lieber ein paar Videos oder gib ihnen einen Hinweis, dass es so nicht weitergeht. Ja, Einnahmen sind unterbrochen. Ich habe alles auf diesem Kanal gelöscht. Es gibt nicht mal einen Short, weil ich ich musste einfach reagieren, versteht ihr? Entweder ich verliere alles, es war wirklich alles oder nichts. Die haben 9 Videos von mir gesperrt und teilweise, also es geht nicht nur um Leaks, ne? Falls ihr denkt, Alter, es ging nur um Leaks, ne? Also Leaks waren auch dabei, aber es hat gereicht, wenn im Video stand, GTA 6 Leaks oder so. Wenn das schon stand, war schon für die roter Faden und die durften es sperren. Und das Ding ist, dadurch, dass Take-Two alle Rechte hat, darf ich nicht mal ein Logo zeigen im Thumbnail. Dann können die sperren. Ja, der Reed Trevor, ich habe nicht mal mit dir darüber geredet, deswegen habe ich jetzt mit der Community geredet. Nicht mal der Reed Trevor wusste, wie es mir wirklich geht, versteht ihr? Obwohl er ein sehr guter Kumpel ist. Aber ich bin so, ich will meine Probleme, meine Probleme will ich keinem reindrücken, bis ich damit klarkomme. Und wenn ich damit klarkomme, kann ich darüber reden. So bin ich gebaut, versteht ihr? Weil ich ganz genau weiß, jeder von uns da draußen hat seine eigenen Probleme. Und es gibt manchmal Probleme, wo man sich denkt, Digga, das ist nur YouTube, versteht ihr? Für mich ist es ein sehr großes Problem, aber für einen anderen vielleicht nicht. Und deswegen muss ich das erstmal für mich verarbeiten und verkraften, dass ich 5 Jahre in YouTube investiert habe, damit irgendeine Schlagzeile aus einem geilen Vlog, aus einem geilen Abenteuer mir sowas reindrückt, dass mir gedroht wird, noch ein Strike und nach 7 Tagen ist der Kanal gelöscht und ich darf nie wieder YouTube machen. Nie wieder. Ja? Und jetzt zu der Sache, bin ich sauer auf Take-Two? Nein. Denn ich bin der Meinung, die haben alles richtig gemacht. Weil wenn ich diese Schlagzeilen lesen würde, ich wäre ein Milliardenunternehmer und lese, dass diese Person gekommen ist, um zu schaden, dass diese Person gekommen ist, um an Leaks zu kommen, dass diese Person gekommen ist, um irgendwelchen Mitarbeiter zu belästigen oder Security zu nerven, dann würde ich genauso reagieren. Ich würde mir denken, ey, du denkst, du kannst dich mit uns anlegen, wir zeigen dir.
dass du komplett uns gehörst mäßig. Checkt ihr? Also ich kann diese Reaktion verstehen. Und ich muss Take-Two auch ein riesen Dankeschön aussprechen. Die hätten mir 9 Strikes reindrücken können. Die haben aber 2 Pakete geschickt. Die haben 4 Videos gestrikt als einen Strike und 5 Videos als einen Strike. Checkt ihr? Die wollten meinen Kanal nicht löschen. Das war so ein Warnsignal. Pass auf, was du machst. Veröffentliche auf gar keinen Fall, wenn du irgendwas entdeckt hast. Veröffentliche es nicht, weil das ist deine Löschung. Checkt ihr? Die Anwälte von Take-Two haben darauf reagiert. So viral ist das Ganze gegangen, dass uns ein Milliardenunternehmen auf dem Schirm hatte kurz. Bei 9 Einzelnen wäre Hardcore, da wäre es Game Over, also ich hätte direkt Tschüss sagen können zu euch. Und dadurch, dass ich ein sehr positiver Mensch bin, muss ich an der Stelle sagen, Chat, Dankeschön Kirby, ja, für den Support. Es wird weitergehen. Ich werde das Beste draus machen. Ich werde diesen Vlog veröffentlichen. Es könnte mein Ende sein auf diesem Kanal, aber ich werde keinen Rückzieher machen. Ich bin der Meinung, mein Vater hat mir immer beigebracht, sei immer ehrlich. Und wenn die Ehrlichkeit Konsequenzen hat, dann trag sie. Ich werde diesen Vlog veröffentlichen. Und wenn es das letzte Video ist, dann war es ein geiler Abschluss auf YouTube. Aber ich werde keinen Rückzieher machen. Ich lasse mich von keinem einschüchtern, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Versteht ihr, was ich meine? Im Endeffekt kann man sagen, okay, hätte nicht sein müssen, dass man ins Gebäude geht. Auf zur vernünftigen Sicht kann ich das verstehen, weil wenn es eine Person macht, okay, aber wenn es 100 am Tag machen, ist es natürlich ein Ärgernis, ja. Es ist trotzdem nicht im Verhältnis zu dem, was mir unterstellt wurde. Und das wollte ich ganz klar erwähnen. Es ist mir egal, was Medien denken, es ist mir eigentlich auch egal, was große Konzerne denken oder wer auch immer oder meine Kollegen, die freuen sich wahrscheinlich. Die freuen sich wahrscheinlich, dass ich gerade in ihren Augen unten bin, aber ich bin nicht unten. Es ist dieses System, was mich gerade unten hält, vielleicht den Kanal mäßig. Aber ich werde diesen Vlog veröffentlichen, weil ich habe keine Angst vor der Wahrheit, versteht ihr? Und ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich jetzt einfach sage, ich warte jetzt 3 Monate ab, bevor ich was veröffentliche. Ich will jetzt hier keinen Ärger stiften. Welche Kollegen fragst du? Diese Kollegen werden schon nach und nach ihre Pakete auch bekommen. Vielleicht nicht unbedingt von mir, sondern allgemein vom Leben. Weil du ziehst immer das an, was du hergibst. Verstehst du? Es wird irgendwann alles auf jeden zurückkommen. Ich habe jetzt meine Pakete zu tragen. Vlog wird kommen. Ihr werdet sehen. Also ihr solltet sehen. Es kann sein, dass der Algorithmus von Take-Two einfach aus Prinzip das Video sperren wird, weil er erkennt, Edinburgh Reise, wir waren bei Rockstar North. Wenn ihr diese schlagt, ihr müsst bedenken, es ist ein Bot, wurde über meinen Kanal gescannt. Er saß nicht Strausi Mausi am PC und hat sich jedes Video angeguckt. Nein, ein Bot hat meinen Kanal gescannt und hat mir 2 von 3 Strikes reingedrückt. Der Bot hat den Kanal gescannt, 9 Videos rausgeschickt in 2 Paketen. YouTube hat mir 2 Strikes reingedrückt, ein dritter bedeutet Kanallöschung für immer auf YouTube. Das ist jetzt die Wahrheit. Das wollte ich eigentlich gar keinem sagen, weil ich immer Bedenken hatte, was ist, wenn jemand irgendwie aus Prinzip mir schaden will. Dann ist es halt so, ja. Ob ich keine Videos mehr machen werde, es ist wie in meinem Statement, ich werde keine Videos mehr machen über sinnlose Spekulationen. Ich werde mir das auch zur Aufgabe machen, jeden Einzelnen, der über mich geurteilt hat, auch zu urteilen. Jetzt, also ich habe sehr viele schauen nur auf den anderen, ohne den Spiegel vorm Gesicht zu halten. Und ich werde diesen Spiegel vorm Gesicht halten, dass sie sehen und lernen, erstmal auf sich zu gucken. Ich habe immer weggeschaut, ich habe jeden machen lassen. Aber auf mich wird geguckt. Es hieß, ja, jetzt hast du verkackt, jetzt bist du auf der Blacklist von Rockstar Games. Bruder, dann ist es halt so. Mein Leben geht weiter. Dann wäre es halt so. Wenn es deswegen so ist, dann ist es so. Dann ist es so, dann akzeptiere ich das. Ich würde mich übelst ärgern, würde ich wissen, okay, jetzt hast du echt Scheiße gebaut. Aber ich habe keine Scheiße gebaut. Ich habe alles richtig gemacht. Es ist nichts passiert, ich habe keinem geschadet. Bin ich der Meinung, also das ist natürlich eine Kurzschlussreaktion gewesen, die mussten schnell agieren, weil wenn es stimmt, was die Medien sagen, und man muss ja irgendwo trotzdem mehr Angst als keine Angst haben, natürlich mussten die irgendwie das Ganze unterdrücken oder stoppen. Checkt ihr? Deswegen ist es passiert mit den 2 Strikes. Es ist so, wie es ist. Und wenn ich diesen Sturm überstanden habe, und da vertraue ich auf alles vertraue ich da, bin ich mir sicher, werde ich unbesiegbar sein. Also ich bin dann, also das ist, glaube ich, mein tiefstes Tief gerade. Danach kann es nur noch gut laufen.
Und das kriegen wir hin, gemeinsam, Chat. Das Ganze wird uns auf jeden Fall stärken. Und egal, wie lustig ein Kollege das jetzt findet oder, hat er sich verdient? Okay, denk so, alles gut. Denk so, verdient, ja. Mich würde es nur interessieren, wegen was? Wegen verdient, weil die Medien das so berichtet haben? Dann ja. Das Ganze wird sich jetzt so drehen, dass ich jetzt öfters auf Twitch live sein werde. Ich werde keinen Rückzieher machen, ich werde nicht rumheulen wie eine kleine Muschi. Es muss weitergehen. Es wird jetzt einfach mehr Livestream geben. Ich versuche erstmal 4-mal die Woche live zu sein, danach 5-mal. Und wenn es was Offizielles zu GTA 6 gibt, dann würde ich das auch machen. Bro, wenn ich mich zu Unrecht verurteilt fühle, da kann ich nicht meine Fresse halten. Genau das will ja die Gesellschaft, dass wir einfach die Fresse halten. Versteht ihr? Die Gesellschaft will, dass wir einfach nur funktionieren und die Fresse halten. Aber so läuft das nicht. Ich kann meine Fresse nicht halten, wenn ich zu Unrecht so dargestellt wurde. Es ist wirklich nicht so deep, aber es ist richtig deep geworden. Versteht ihr? Ich kann euch mal ganz kurz was zeigen. Ich wollte das erst nicht zeigen, das mit den Strikes, wisst ihr warum? Weil ich ganz genau weiß, es gibt sehr, sehr viele Ratten da draußen. Bestimmt auch Ratten, die mir ins Gesicht lachen. Und die werden sich so ergötzen drauf. Das ist so geil. Die finden das so lustig. So endlich hat er seine... Boah, endlich steht er kurz vor der Löschung. Der hat es so verdient. Das wollte ich denen nicht geben, dieses Futter. Aber ihr seid mir wichtiger, dass ihr es wisst. Deswegen, wir überstehen auch diese Phase, würde ich sagen. Oder Chat? Fertig GG in den Chat. Wir werden das Ganze überstehen. Und ich danke jeden Einzelnen für die süßen Nachrichten, DMs, die ihr mir schickt. Ich habe so viele unzählige Nachrichten bekommen. Da hat schon die ein oder andere Fliege ins Auge gekracht, ich sag dir ehrlich. Wie sehr er darauf hofft, dass ich wieder zurückkomme und so. Und ich werde zurückkommen und stärker denn je. Schau mal, was ich alleine schon im Vlog sage. Guckt mal, hört mal auf die Worte. Hört sich das wie ein schlimmer Mensch an? Hey, der würde jetzt sagen, ich bin wieder hingereist, um diese Aufnahme zu machen. Hört zu. Powerbank, deine, ne? Das war ja. Machen wir natürlich nur mit Humor, ne? Also das ist jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie den schaden wollen. Das ist eine kleine Reise, wir einfach Spaß haben wollen. Also schaden wollen wir den nicht. Mach nur ein kleines Abenteuer. Das ist es. Das ist es. Oxersocken, ja. Die hätte ich auch Tessie geschenkt, aber Junge, 15 € Versand für die Socken. Da haben wir ein bisschen Bankdrücken gemacht, Digga. Schau mal, wie der Vlog anfängt. Guck dir mal zu. Guck mal an, wie der Vlog anfängt, Chat. Hört sich das wie ein böser Mensch an? So, Friends, ich bin gerade am Packen. Natürlich der Schmuck, die T-Shirts, Türkei-Trikot ist auch dabei. Dann was für den Pub. Nicht wundern, jetzt sind wir vom Sohnemann. Das nehme ich auch mit. Und dieses Sticker natürlich auch ganz, ganz wichtig. Yeah. Halbe Stunde noch. Ich würde mal sagen... Strausi Mausi, ja, wir kommen. Schau mal, wer da kommt. Das müsste Johannes sein. Johannes, ich habe für dich ein Geschenk vorbereitet. Musst du ganz kurz reinschauen. Hodeninhalt ein bisschen zu viel, ne? Oh, geil, ja, Mann. Hi, alles fit? Was bei dir? Auf jeden Fall geiles Gerät. Und da wird der 80 sitzen, oder was? Setzt man in die Mitte, was sagst du? Klar sitzt er in der Mitte. Da machen wir den hier. So. Haben wir noch ein paar Stunden zu fahren, 7 insgesamt. Wird schon was. Schau mal, Raststätte. Was hast du gerade gemacht? Gepinkelt. Das war unsere mobile Toilette, Digga. Ey, ich freue mich auf den Vlog. Und wenn ich ihn veröffentliche und das der Abschluss auf YouTube sein soll und da der dritte Strike reinflattert, dann soll es so sein. Checkt ihr, was ich meine? Dieser Vlog besteht nicht nur darin, Digga, wir wurden so dargestellt, ob wären wir dahin gereist. Bruder, ich habe 1.800 € ausgegeben. Spendenziel war 1.000 €, ja. Digga, ich habe quasi 800... Ihr müsst bedenken, 1.000 € Spendenziel, davon Steuern. Wie viel habe ich dann? Maximal 700 €. Ich habe 1,8 ausgegeben. Aus privatem Geld. Also 1,8 haben wir insgesamt gezahlt. Die kriege ich auch von nirgendwo, checkt ihr? Und dann heißt es, wir sind da hingereist, um einfach nur zu stören. Das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen, Bro. Vor allem, weil ich Rockstar Games und Take-Two und so liebe, weißt du? Und das habe ich wirklich sehr persönlich genommen. Aber man muss halt so sehen, die kennen mich halt nicht. Ich kenne die in- und auswendig, aber die mich nicht. Und leider haben die Medien halt getrustet, ne? Bang, was hat dich gekillt? Deswegen bekommen wir bestimmt Strike, ja? Und jetzt haltet euch fest, ich habe eine Idee, was ich in Zukunft vielleicht nächsten oder übernächsten oder vielleicht in Zukunft als Ziel machen will. Ich habe hier jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Der Vlog wird kommen, dann warten wir auf offizielle Nachrichten, bis der Sommer startet, dann mache ich mit YouTube weiter. Ich will mich jetzt auf Twitch konzentrieren. Ich will mit euch Spaß haben. Ich will 4-mal live sein. Werde das vielleicht auf 5-mal erhöhen. Und wenn ihr immer noch Bock habt, können wir auch 6 Tage draus machen. Checkt ihr? Also ich werde sehr viel live sein.
Schreib Rockstar Games einen Brief. Ich will den Vlog veröffentlichen. Vielleicht sehen die es dann. Weil vielleicht schauen die rein, um zu gucken, ob wir wirklich was geleakt haben. Alles auf entspannt, ja. Oh, scheiße, Mann. Nächster Skandal, Digga. Da waren wir von Rockstar Games. Schau mal, das war alles, nachdem wir Gebäude betreten haben. Schau mal, wie öffentlich wir filmen durften. Ja, nichts. Keiner hat was gesagt. Alles auf easy. Es ist einfach viel zu deep. Den Bre haben wir kennengelernt. Ciao, ciao. Greetings to all German community. Diane the Great loves you. Yes, sir. You're welcome, buddy. Yes, sir. Bruder, schau mal. Digga, wollt ihr mir sagen, der Vlog ist ein Stalker-Vlog, wo ich an irgendeine Scheiße kommen wollte? Dieser Vlog geht um 3 Freunde, die einfach die Geschichte von Rockstar Games genossen haben. 3 Fanboys sind da und haben geile Charaktere kennengelernt. Dieser Vlog wird kommen und der wird euch auseinandernehmen, ich sag euch ehrlich. Und wenn's das ist, dann ist die Geschichte perfekt geschrieben. Und jetzt haltet euch über meine Idee fest, die ich mit Johannes heute Morgen auf spontan geplant habe, weil mein Auto Totalschaden hat und eine Reparatur von 4.000 bis 5.000 Euro braucht. Digga, mein Leben fickt mich gerade von allen Seiten. Ich fühle mich wie Pornodarstellerin in der Anfangszeit Zeit von der Couch. Die wird einfach durchgenommen mäßig. Checkt ihr? Digga, das Leben nimmt mich gerade komplett auseinander. Ich habe gerade wieder so ein bisschen Rückenprobleme. Kamen diese Schlagzeilen, mein Kanal bekommt 2 Strikes, Digga. Mein Hamster ist gestorben. Spaß, Hamster habe ich nicht. Aber Autoreparatur, Ford Simex AMG überlebt nicht. Wahrscheinlich 4.000 bis 5.000 Euro Schaden. Bei der Kolben, Dingsbums, ja. Digga, ich werde einfach komplett auseinandergenommen. Ich bin mit diesem E-Scooter unterwegs gewesen. Schwager hat mir Gott sei Dank Auto geliehen, dass ich diese Woche in die Arbeit fahren konnte. Aber wie sagt man so schön, nach jedem Sturm kommt ein Sonnenlicht. Ja, und darauf trust ich. So ist es immer im Leben. Immer wenn ihr ganz unten seid, also je schlimmer ihr unten seid, desto schöner wird der Genuss von der Sonne werden. Und deswegen gebt niemals auf, Chat. Ja, es gibt sogar eine Theorie, die hat mir AD geschickt und ich glaube, wir befinden uns da. Sagt einfach Psychose, wenn ihr wollt. Aber Digga, das passt gerade so und ich weiß nicht, warum das überhaupt in seinen Vorschlägen gelandet ist. Das ist ein Zeichen, Chat. Dem The Dip-Phänomen gehört. Das bedeutet, dass kurz bevor du das schaffst, was du dir am meisten wünschst, noch ein letzter Test ansteht. Und dieser Test ist das große dunkle Tal kurz vor dem Gipfel. Auf Englisch auch The Dip genannt. An diesem Punkt fühlt es sich so an, als ob du dich im Kreis drehst und als ob sich nichts verändert. Und das ist auch der Grund, warum das der Punkt ist, wo 95% der Menschen einfach wieder umdrehen. Aber wenn du dran bleibst und es irgendwie schaffst, diese Phase der Hoffnungslosigkeit hier zu überwinden, dann gehörst du zu den anderen 5%, die es tatsächlich schaffen werden. Wenn du gerade an diesem Punkt hier stehst, dann gib nicht auf. Spielsüchtige würden jetzt sagen, Digga, deswegen will ich den Jackpot knacken. Aber ihr versteht schon den Sinn dahinter, ja? Bro, es ist, also ich bin schon 34 Jahre alt, ich hatte so oft diese Phase und also das gehört zum Leben dazu. Stellt euch vor, euer Leben wäre so. Immer positiv durchs Leben gehen, Chat. Stellt euch vor, euer Leben wäre immer so. Ihr würdet doch immer mehr verlangen. Ihr würdet immer mehr wollen. Ah, jetzt geht's mir aber, hab mich dran gewöhnt, ich will jetzt ein bisschen mehr verdienen. Ah, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, dass ich so fit bin. Oh, ich will mehr. Nein, es muss immer wieder ein nach unten kommen, damit du auf den Boden kommst, der Realität. Du hast Rückenprobleme. Die Rückenprobleme werden wahrscheinlich weggehen. Danach weißt du vielleicht zu schätzen, wie es ist, keine Rückenprobleme zu haben. Dein Auto geht kaputt. Du weißt zu schätzen, was es für ein Luxus ist, ein Auto zu besitzen. Ich kann gerade keine YouTube-Videos machen, auf ganz locker, wie ich das immer gemacht habe. Ich weiß es danach zu schätzen, wieder mit euch zu albern. Das ist das Leben, Chat. Ja, wenn der Dip vorbei ist, dann wird Yaraknai gedippt. Weißt du, was ich meine? Digga, das darf ich zum Beispiel auf YouTube nicht mehr sagen, weil es könnte irgendwas kommen. Ja, ich muss aufpassen. Und Chat, ich sag euch ehrlich, endlich kann ich euch jetzt von meinem Plan sagen. Also an alle Supporter, wenn ihr das unterstützen wollt. Ich glaube, wir machen nächstes Spendenziel. Ich weiß nicht, wie viel, wir müssen die Kosten ausreden. Aber erstmal die Frage an euch. Eins in den Chat, wenn ihr Bock drauf habt. Dadurch, dass ich mit diesem Roller unterwegs bin und offene Gedanken hatte mit diesem Talahorn-Roller, diese von Lime und so, checkt hier, habe ich überlegt, eine Tour zu starten. Die Talahorn-Tour, die geht von Nürnberg bis Berlin mit Scooter zu fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das feiert. Und wenn ihr Bock habt und ihr in der Nähe seid, könnt ihr euch mit anschließen. Das ist die Talahorn-Tour. Was sagt ihr dazu?
Ich habe gegoogelt, es sind ungefähr 25 Stunden reine Fahrt. 1 Euro ist gleich 10 Kilometer. Ja, genau, Digga. Oder das könnte man auch so wie Sabaton machen. Der Music hat eigentlich auch recht. Spendenziel. Wenn was dazukommt, muss ich weiterfahren. Digga, dann bin ich irgendwo bei Edinburgh wieder vom Gebäude, Digga. Hört auf, ja? Das wäre echt crazy. Ich spende dir bis zu mir nach Hause. Digga, das müssen wir echt mal machen. Der Talahorn-Tour. Habt ihr Bock drauf? Eins in den Chat. Ja, genau, an Cyborg angelehnt. Wollen wir das machen? Die Talahorn-Tour. Johannes wäre dabei. Wir würden uns halt auch so mit Gucci-Cap und so anziehen. Wie Talahorns mit Goldkette. Ja, Trevor, du fährst mit, Bro. Nur ich und du. Wir holen uns geiles Setup. Wir müssen nur ausrechnen, damit das geile Tour wird. Noch vor GTA 6, vielleicht nächsten Monat, Bro. Hast du solche Klamotten oder muss ich dir eine Cap kaufen? Daddy, könntest du mir so eine Gucci-Cap kaufen? Was kostet die überhaupt? Gucci-Cap. Jetzt mal im Ernst, was kostet so eine Gucci-Cap? 500 Euro, Alter! Digga! Echt jetzt? Bruder, jeder Jarak läuft einfach damit rum. Da ist noch Schnapper, 450. Willst du eine? Ey, Bro, der Music, ich wäre dir dankbar so, ne? Aber, Digga, ich würde mir für das Geld niemals eine Originale holen, ich sag dir ehrlich. Digga, eine originale Gucci-Cap, Digga. Da kann man mit dem Geld viel Besseres anstellen. Würden wir lieber in den Pot für den Talahorn-Tour reinschmeißen, sag ich dir ehrlich. 5 Euro in Türkei. Ja, genau, also ich bin auch der Meinung. Also Cap, finde ich, also Cappy ist übelst lost. Cappy ist übelst lost, original zu holen. T-Shirt kann man noch verstehen, aber selbst das verstehe ich nicht. So Uhren und so, Schmuck verstehe ich vollkommen. Also wenn man da mehr Geld ausgibt, dann ist es okay. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt am tiefsten Punkt gewesen. Es geht jetzt hoch, weil ich mit euch gesprochen habe. Es kann jetzt weitergehen. Ich freue mich. Dankeschön wirklich für jede Unterstützung und jeden Support. Wir werden jetzt ungefähr YouTube-Einnahmen wahrscheinlich 2000 Euro einbüßen. 3 Monate kommt halt nichts mäßig. Checkt ihr? Das sind ungefähr 2000 Euro, 1,5, sowas. Aber, Digga, Geld ist auch nicht alles. Ich bin einfach froh, irgendeine Energie da draußen mir noch eine Chance gibt. Und meine Ansicht versteht und mir Recht gibt. Ich erwarte keine Entschuldigung von keinem. Ja, der Zug ist schon längst abgefahren. Aber so ein bisschen Verständnis, und das Verständnis habe ich von euch. Es ist nicht nur so ein, ey Bruder, du bist zwar behindert, aber wir sind auf deiner Seite, sondern ihr seid, also es ist ja eine ehrliche Meinung von euch. Ja, 2K für so einen kleinen Kanal ist noch viel. Also ich glaube, jetzt wären es um die 2K. Also ich verdiene immer so 300 bis 700 Euro, checkst du? Und ich schätze mal, diese 3 Monate wären ungefähr 2K. Ich stehe voll hinter dir. Nee, mit Feuer habe ich nie gespielt, würde ich nicht sagen, Black Pablo. Ah, du musst so verstehen, schau mal. Ich will jetzt nicht gegen irgendeine Zeitung feuern, aber ich sag mal Kotaku. Und ihr könnt Skala von 1 bis 10 entscheiden, ob ich recht habe. Und es ist mir egal, wie groß die sind oder ob die mit Rockstar Games cool sind. Wollen wir mal die Wahrheit auf den Tisch klatschen? Hör mal zu. Kotaku hat vor ein paar Monaten darüber berichtet, dass sie mit einem Rockstar Games Mitarbeiter gesprochen haben, der an GTA 6 arbeitet, der sagt, das Spiel kommt da und da und da und hat es veröffentlicht. Und diese Zeitschrift sagt zu mir, wir schaden Rockstar Games, dass wir im Gebäude drin waren. Versteht ihr, was ich meine, wie die Medien ticken? Bro, die tun Leute interviewen und Schaden Milliardenhöhe anrichten, weil der Release-Datum, die spielen damit. Wenn die was falsch sagen, Aktie fällt und steigt mäßig, ne? Und, Digga, versteht ihr, was ich meine, diese Hunde? So ist es halt, ne? So ist das Business, Bro. Medien sind halt so, wie die sind, Digga. Ihr habt ja gesehen, ne, was aus einer Realität wirklich passiert ist. Also, wie es dann am Ende ankam, diese Flüsterpost. Ja, 14 Jahre Haft drohen ihm. Er wurde vor Ort noch festgenommen. Sowas durfte ich lesen. Zum Glück können meine Eltern nicht so gut Deutsch. Sonst hätten die angerufen und gesagt, ey, was machst du denn da für Blödsinn? Checkst du, was ich meine? Oder stell dir vor, also ich wurde auch im Frankencenter also wir haben so arcade-mäßig, wurde ich von meiner Schwiegerin, ihrem Bruder angesprochen. Er sieht uns. Ich habe ihm nie was gesagt. Ey, wie geht's dir? Der GTA-Verbrecher. Ey, man kann ja darüber lachen. Ja, Lachflash auf Arbeit gab's auch. Kollege sagt so, und, wie war Urlaub? Wir haben alles in den Medien gelesen, ja. Ich kann froh sein, dass ich so ein bisschen cooler Typ bin. Wäre ich irgendwann Spacko so, Digga, die hätten mich einfach weggemobbt. Weißt du, was ich meine? Bro, ich habe ihnen einfach erzählt, wie es wirklich war. Ja, und wir haben alle Lachflash gehabt. Einer auf den. Danke für euren Support. Danke, dass ihr die Reise ermöglicht habt. Danke für die zukünftige Unterstützung. Danke für die ganzen Prime-Subs.
für die allgemeinen Subs, für den ganzen Support, dass ihr überhaupt im Chat seid. Danke für alles. Notfalls sind wir halt nur noch Streamer. Ja, da müssen wir durch, ja. Es wird in Zukunft sehr, sehr viel Action geben, ich sag euch ehrlich, ich habe richtig Bock. Sobald meine Fesseln losgelassen sind, ja, und ich wieder auf die Kacke hauen kann, boah, da werde ich so ein geiles Entertaining machen. Und ich sag euch ehrlich, wegen ob Rockstar Games, weil Medien, also es ist nicht nur Rockstar Games, es sind große Firmen, die achten sehr drauf auf PR. Boah, Schlagzeile. Ist doch scheißegal, ob er recht hatte oder nicht, aber in der Schlagzeile stand es so. Deswegen sind die alle so eingeschüchtert, diese ganzen großen Konzerne, weil die müssen einfach gehorchen, checkt ihr? Die müssten darauf achten, dass alles so sauber ausschaut. Und egal, ob ich die Wahrheit spreche oder nicht, es interessiert die nicht, weil Schlagzeile sagt, es war so und so. Und die wissen ganz genau, keiner wird tiefer recherchieren, die sehen einfach, es war so und so. Und das Ding ist, ich sag euch, wie es ist, ich brauche keinen Teppich, ich brauche keine Duftkerzen von Rockstar Games. Auch wenn die in Zukunft mit Rockstar Games mit irgendwelchen YouTuber kooperiert. Es ist trotzdem nicht in dem Verhältnis, dass ich nicht machen kann, was ich will. Und das ist mir viel wichtiger. Ich möchte einfach ich sein. Ich möchte einfach mal albern sein. Ich möchte einfach mal frech sein. Ich möchte einfach mal vielleicht aus der Norm rausspringen und mich dann wieder einfangen. Aber ich möchte nicht glatt gebügelt sein, ja. Ich möchte das einfach nicht. Das passt nicht zu mir. Das passt zu meinen Kollegen, ja. Wir könnten alle als Zwillinge, Drillinge durchgehen. Das ist ja so. Man könnte die quasi an einen Kanal hinsetzen und austauschen. Ich glaube, die meisten, 95% der jüngeren Zuschauer, die auch haben, würden das gar nicht mal merken, dass der Kollege jetzt ausgetauscht wurde. Versteht ihr, was ich meine? Also könnte man eigentlich einen 24-Stunden-Kanal draus machen, wo immer wieder ein YouTuber ersetzt wird. Aber ich möchte anders sein. Ich möchte ich sein. Ich möchte meine Persönlichkeit haben. Und ich möchte nicht so sein, wie man mich haben will. Und ich denke mal, das wisst ihr vielleicht an mir auch zu schätzen. Ja, Stiefellecker, das ist es ja, ne? Einfach ich sein. Und wenn es so heißt, Bruder, ich möchte nicht mit dir arbeiten, dann sage ich, okay, dann fick dich. So. Aber dafür hatte ich Spaß. Und ich konnte Mittelfinger zeigen. Ja? Mach mal 50 € Spende, dass eine Person Mittelfinger in die Kamera zeigt. Ich wette, Digga, das ist schon Krise, Alter. Nicht, dass jemand einen Clip draus macht. Und ich kann euch auch sagen, seitdem ich nicht mehr da bin, gibt es auch keine GTA 6 Videos mehr. Es ist euch aufgefallen. Und ich kann euch sagen, warum. Es liegt nicht an mir. Es liegt an TGG. Ja? Und wenn meine Gutmütigkeit noch weiter ausgenutzt wird, Digga, dann können sich aber alle festhalten. Ja, weil ich habe ja nichts mehr zu verbergen. Bei mir ist ja alles gelöscht. Deswegen, Chat, ich sag euch jetzt Real Talk, warum nichts mehr zu GTA 6 kommt. Deswegen tun meine Kollegen gerade zu GTA 6 schweigen. Keine GTA 6 Hoffnungsgetue mehr. TGG vor 3 Wochen gepostet. Seitdem kam auch von den Kollegen nichts. Wisst ihr warum? Du musst taub und blind sein, damit du es nicht checkst. Schau dir die Videos an von TGG und die von den Experten, die sich immer so präsentieren, ob wären die das. Digga, das reizt mich am meisten. Kopier einfach. Kopier einfach 1:1 wie immer. Mit ChatGPT übersetzen. Sogar die alles gleich machen. Mach. Aber Digga, tu nicht so, ob wärst du der Krasse. Egal, ob ich mit dieser Person privat zu tun hatte, haben die sich so aufgestellt. Ja, aber du bist schon ein bisschen kontrovers und du behauptest schon ganz viel. Und als es dann von mir hieß, aber du kopierst TGG, hieß es, soll ich euch sagen, was es dann hieß? Ich nenne keine Namen. Es hieß dann, TGG kopieren? Nicht, dass ich wüsste. Hä? TGG, wer ist es denn? Ach so, das ist doch, ja, der größte GTA 6 YouTuber. War doch was. Nee, das ist nur reiner Zufall, dass wir gleichen Aufbau, gleiche Wortwahl, gleiches Skript haben. Gleiche Reihenfolge vom Video der News, das ist alles nur Zufall und es liegt nur daran, haltet euch fest, es liegt nur daran, dass er in Australien wohnt und eine Zeitverschiebung hat. Er kann schneller ein YouTube-Video machen, als ich deswegen. Das durfte ich mir anhören. Da merke ich halt, ja, okay, Community ist anscheinend sehr, sehr jung und checkt das nicht, weil sonst würde man so ein Argument nicht liefern. Ne? Aber gut, ich bin ein sehr, sehr gutmütiger Mensch. Und natürlich ist es nur gerade eine Phase von mir, wo ich einfach nur sauer bin, dass ich mir selbst 2 Strikes
verdient habe und jetzt versuche ich nur andere schlecht zu reden. So ist es ja, ne? Ist ja nicht so, dass ich in den Dreck gezogen wurde, ja? Dass Leute plötzlich ihr Englisch ausgepackt haben, obwohl sie deutsche YouTuber sind, um öffentlich auf Ex gegen mich zu hetzen. Ist ja nicht so, dass sie bei Management geschrieben haben, bei den großen Management, dass da, ob man da irgendwas klären könnte, dass man ein paar Strikes reindrücken kann. Das sind so Sachen, die im Hintergrund passieren und ich bekomme alles mit. Bruder, du kannst mir nichts erzählen, ja? Und ich werde nach und nach ein bisschen aufräumen, sagen wir mal so. Es wurde auf allen Wege versucht, mir zu schaden. Und ich nenne keine Namen. Es ist einfach nur ein Fantasie-YouTuber, der existiert gar nicht. Ich habe mir gerade nur was ausgedacht, ja. Nee, exposen werde ich jetzt nicht einen auf den, weil dazu habe ich gar keine Zeit, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße immer noch die Zeit mit meiner Familie. Ich war wirklich sehr, sehr depri. Ich glaube, meine Frau hat mich schon lange nicht mehr so unten gesehen. Und wenn ich mal unten bin, dann muss es was heißen. Also wirklich, dass ich so richtig deep sage, dass es mir gerade richtig, richtig schlecht geht. Dann geht es mir wirklich richtig, richtig schlecht. Und das Ding ist, ich bin der Meinung, dass mich das Ganze jetzt richtig, richtig stark formen wird. Checkt ihr? Also ich bin wirklich der Meinung, das Ganze wird uns so krass stärken. Und ich glaube, ich weiß dann noch mehr zu schätzen, was ich habe und wer ich bin und wo ich stehe. Das ist es. Ich will auch in den nächsten 3 Monaten richtig, richtig an mir körperlich arbeiten. Also ich will einfach das Beste aus dieser Zeit machen. Sixpack wird nicht in 3 Monaten klappen wahrscheinlich. Aber Digga, ich habe einfach 2 Wochen gar nichts gemacht. Ich hab einfach gar keine Kraft gehabt, ins Fitnessstudio zu gehen. Meine ganze Welt ist so in mich zusammengebrochen, weil ich so sehr aufgebaut habe auf YouTube. Ich habe 5 Jahre meine Energie reingesetzt. Wie oft ich den Kindern sagen musste oder der Frau, nee, wir können jetzt nicht ins Schwimmbad, nee, wir können jetzt nicht raus, heute wird schlecht mit Einkauf, nur weil ich meine Leidenschaft nachgehen will. Versteht ihr, das ist die Realität. Zeit ist nicht unendlich, du hast nicht 29 Stunden am Tag, wenn du 5 Stunden YouTube machst. 24 Stunden bleiben trotzdem. Hier und da mal wichtige Info, Schatz, wir können doch nicht, wir müssen das Treffen mit dem und dem verschieben, weil es ist gerade was Wichtiges passiert, YouTube-technisch. Und ich habe 8-Stunden-Job, 3 Schichtarbeit. 3 Kinder, ein Baby halt, also 2 Kinder und ein Baby. Das Leben muss aufgeteilt werden. Ich möchte jetzt, dass wir positiv voranblicken, ja, das war jetzt so ein negatives Zeug. Eigentlich möchte ich immer mit euch positiv die Zeit verbringen. Ich möchte, dass wir in Zukunft lachen. Ich möchte, dass wir Spaß haben. Deswegen ist es einfach nur unser Abschluss. Es ist das Statement, das ist der Ernst des Lebens. Ja, aber das wird auch vorbeigehen. Und ich truste auf alles, was existiert oder nicht existiert, dass der Kanal nicht gelöscht wird, weil ich einfach ganz genau weiß, dass der Vlog einfach sehr süß ist. Und ich hoffe, dass der ein oder andere das sehen wird, der schlecht über uns geredet hat und sich schämt. Mehr will ich nicht. Er soll sich schämen, wenn er es sieht. Dass er so 3 süßen Bres sowas unterstellt hat. Ich möchte gar nicht, dass er irgendwie drauf reactet oder reagiert im Allgemeinen oder sich entschuldigt. Ist mir egal. Er soll sich einfach innen schämen und sich denken, ich bin schon ein kleiner Bastard, ja, der Menschen Sachen unterstellt, die nicht so sind. Das möchte ich. Das ist es. Man, I'll tell you, that's fucking funny. That's fucking funny. So, Freunde, darf ich vorstellen, das sind britische Talahorns. Ja, diese gibt es tatsächlich überall. Doch wenn man ehrlich ist, waren das zwar besoffene, aber offene und süße Bres, die uns sogar ihr Deutsch demonstriert haben. John. Look, me and John from Germany. In Germany? Me and John are It's Johannes. Yeah, that's better. Yeah, that sounds great. Hello, we're from Scotland. We're in Dundee for a night. we're the best cunts. We're the best Das ist cunts. einfach GTA Real. He's a total wanker. I hate this. Das sind die britischen Talahorns, kann man sagen. Like, why the fuck? I mean, I've known this cunt all my life, but why the fuck am I here? Right, let's go to the club. We'll see you boys later. What's your name? What's your name? Here. No. You better go. Go on, get me looking hot. No, that's... Bruder, der hat einfach Arsch gezeigt, Digga. Junge. Ey, ich bin raus, ja. Bruder, den müsst ihr euch vorstellen, ja. Der steht so mit Kamera da, der 80, und der Bre tut einfach Arsch komplett, man hat alles gesehen, vor ihm ausziehen, Digga. Er müsste nur noch reinstecken, weißt du, was ich meine? Junge, ich bin raus, ja. Ihr seid die Besten. Trust.